Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch eine Himbeersahnetorte in einer Herzform, also eine Torte für den Valentinstag, der ja vor der Haustür steht. Sie besteht aus meinem hellen Biskuit, den habe ich mir schon vorgebacken, einer leckeren Himbeercreme mit Sahne und Creme fraiche und obenauf natürlich der schönen, liebevollen Dekoration aus roten Himbeeren, der weißen Sahne drumherum und außenrum den gerösteten Mandelblättchen. Und wir starten gleich mit der Zubereitung der Creme, denn wie gesagt, den Boden könnt ihr euch das halbe Rezept am Tag vorher zubereiten. Entweder in einer Herzform und wenn ihr keine habt, einfach in einer 26er Springform, das geht auch, oder 24er. Und alle wichtigen Infos zum Rezept und das Rezept zum Ausdrucken findet ihr hier unten in der Infobox verlinkt. Vergesst auch bitte nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr kein Video mehr verpasst, denn jeden Sonntag um 10 Uhr gibt es ein neues Torten- oder Kuchenvideo und am besten auch die kleine Glocke hier unten aktivieren, denn dann bekommt ihr eine Benachrichtigung. Wir starten gleich mit der Zubereitung unserer leckeren Himbeercreme. Als erstes weichen wir uns die Gelatine ein. 6 Blatt Gelatine habe ich hier in kaltem Wasser. Ich mache das immer in einer flachen Schale. Dann lösen sie sich schön gleichmäßig auf. Gerade beiseite stellen 5 Minuten. Während unsere Gelatine einweicht, geben wir uns hier schon mal die 200 Gramm aufgetauten Tiefkühlhimbeeren in den Mixer. Und pürieren sie uns gerade durch. Wir geben noch 60 Gramm Zucker hinzu. Und pürieren uns die Himbeeren gerade durch. Wunderbar, unser Himbeerpüree ist fertig. Fast fertig, denn ich streiche ihn jetzt noch durch ein Sieb, um die Kernchen loszuwerden. Also gerade hier durch Sieb streichen. Dann bleiben die groben Kernchen zumindest im Sieb hängen, je nachdem wie fein euer Sieb ist. Mit einem solchen Püree könnt ihr übrigens jede beliebige Fruchtcreme herstellen. Da kann man sich auch andere Früchte vorstellen. Es ist momentan ja keine Himbeersaison, deswegen habe ich tiefgekühlte Himbeeren genommen. Gerade durchstreichen. Ich streiche die wirklich so lange durch, bis fast nur noch Kerne im Sieb übrig sind, damit einfach nichts verschwendet wird von der kostbaren Himbeermasse. Ihr seht, so viele Kerne bleiben übrig. Wunderschön, sieht es schon mal aus. Jetzt geben wir unsere Creme fraiche dazu. Und zwar habe ich da 200 Gramm. Gerade unterrühren. Was für eine wunderschöne rosa Farbe sich jetzt hier ergibt. Genau richtig für unseren Valentinstag. Und es duftet wunderbar nach Himbeeren. Gerade noch einmal runterkratzen. Wunderschön. Eine tolle Farbe hat sich ergeben. Jetzt kommt unsere Gelatine zum Einsatz. Die werden wir uns jetzt gerade ausdrücken und auflösen und dann hier unterrühren. Dann schlagen wir unsere Sahne steif. Und die wird noch hier zugefügt und dann ist unsere Creme auch schon fertig. So, da ist unsere Gelatine schön weich geworden. In dem kalten Wasser löst sie sich gut auf. Gerade ausdrücken zwischen den Fingern. So werden wir das überschüssige Wasser los und in ein Schüsselchen geben oder in einen kleinen Topf. Dieses Wasser kommt weg und jetzt muss die Gelatine erwärmt werden. Bitte nur erwärmen, auf keinen Fall kochen, denn sonst funktioniert eure Creme nachher nicht. Ja, das könnt ihr entweder in der Mikrowelle machen, aber bitte nur ganz kurz oder auf dem Herd in einem Töpfchen. Bei mir reichen 10 Sekunden in der Mikrowelle absolut aus. Sie ist dann sofort gelöst und etwas erwärmt, also genau richtig. 10 Sekunden bei 600 Watt ungefähr. Und da die Gelatine jetzt so noch zu warm ist für die Creme, müssen wir die beiden Temperaturen angleichen. Dazu einfach 3 bis 6 Esslöffel von der Creme hier in die Gelatine rühren. So, und die angerührte Gelatine, die geben wir jetzt zu unserer Himbeer-Creme fraiche Masse. Die können wir jetzt etwas kalt stellen, dass sie angelieren kann. Und in der Zeit schlagen wir unsere Sahne fest. 200 Milliliter Sahne schlage ich mir gerade steif. So, die Sahne ist schön steif geschlagen. Jetzt können wir sie unter unsere Himbeercreme heben. So, gerade unterheben.
Schaut mal, was für eine wunderschöne Himbeercreme wir uns da gezaubert haben. Wunderbar, unsere Creme ist fertig und sie kann auf den Boden gegeben werden. Unseren leckeren Boden, den halben Sugar Princess hellen Biskuit, holen wir uns vorsichtig aus der Form. Und da kommt unser wunderbarer Boden in Herzform. Den schneide ich mir jetzt einfach einmal durch und nehme da auch die Backhaut nicht ab. Der ist relativ flach. Und dann können wir unsere Torte auch schon füllen. Sehr schön. Der Boden ist 4 cm hoch und ich schneide ihn mir jetzt einfach auf 2 cm einmal durch. Ein fantastischer Boden. Sehr, sehr schön fluffig. Wir können unser Herz füllen. So, das Herz ist auf der Tortenpappe. Da kommt jetzt mein Springformrand wieder drum. Oder wenn ihr eine runde Torte macht, dann natürlich einfach den Tortenring verwenden oder auch den Ring der Form. Das geht auch immer. Und hier kommt jetzt die Hälfte der Creme oben auf. In der Form möglichst glatt verstreichen. Und wer möchte, kann natürlich auch in der Creme noch weitere ganze Früchte unterheben. Aber ich finde sie so eigentlich ausreichend mit Früchten bestückt, denn oben kommen ja noch welche drauf. Wunderschön. Jetzt kommt der zweite Boden oben auf und zwar am besten umgedreht. Dann haben wir oben eine schöne glatte Fläche und hier geben wir jetzt den Rest der Creme drauf. Verstreichen wieder glatt. Wunderschön sieht unser Herz aus. Schauen, dass man hier den Rand noch etwas sauber macht vielleicht, mit etwas Küchenpapier oder einem sauberen Tuch. So, das ging super flott, vor allem wenn man sich den Biskuit vorher vorgebacken hat, dann geht es richtig schnell. Bei mir kommt jetzt einfach eine Haube drauf und dann geht die Torte für 3 bis 4 Stunden mindestens. Besser natürlich noch über Nacht in den Kühlschrank und dann sehen wir uns zum Dekorieren wieder. Wie immer war die Torte bei mir über Nacht im Kühlschrank, schön abgedeckt mit einer Haube. Sie ist schön fest geworden. Jetzt kommen hier oben auf die Himbeeren mit dem Tortenguss, damit sie einfach schön halten und dann können wir die Torte aus der Form lösen. Und damit man weiß, wie viel Himbeeren man jetzt auf das Herz legen muss, kann man einfach sich schon mal vorher welche auf dem unteren Boden der Form zurechtlegen. Wir lassen hier außen einen kleinen Rand frei, weil wir da ja unsere Sahnedekoration noch anbringen wollen. Alles so schön anordnen, dass es auch wirklich gut aussieht, dass es wirklich eine schöne Herzform ergibt. Ich glaube, so geht's bei mir. Jetzt habe ich einen möglichst gleichmäßigen Rand gezogen. Also schaut einfach, dass ihr da nicht so drüber kommt, dass wir da noch Platz haben dann für die Sahnedekoration. Und ihr seht, es sieht jetzt schon wunderschön aus. Jetzt kochen wir uns gerade noch unseren roten Tortenguss auf. Dazu geben wir uns einfach 250 Milliliter Wasser in einen Topf. Das kann auch zu einem Teil Himbeersaft sein, sehr gerne. Dazu kommen dann unser Pulver, roter Tortenguss, ein Päckchen und 2 gestrichene Esslöffel Zucker. Gerade schön verrühren. Diese Mischung lassen wir uns jetzt einmal aufkochen und lassen sie dann 1 Minute ungefähr abkühlen und geben sie dann über unsere Torte. So, ihr seht, es kocht jetzt. Jetzt können wir unseren Tortenguss runternehmen. Vielleicht so 1 Minute kochen lassen und dann runternehmen. 1 Minute abkühlen lassen und über einen Löffel auf die Torte gießen. So, 1 Minute ist vorbei. Ich lasse den Tortenguss jetzt über den Löffel auf die Himbeeren fließen, auf die Torte fließen. Einfach von der Mitte aus beginnen. Das
Das dient einfach dazu, dass das Ganze so schön hält dann auch, dass beim Anschneiden nicht alles auseinanderfällt. Und es konserviert die Früchte auch so ein bisschen. Ich schaue jetzt, dass wirklich jede Himbeere so ein bisschen was abkriegt. Und ihr seht, an der Seite verteilt sich auch der restliche Guss. Das ist alles in Ordnung, so das werden wir uns ja gleich noch mit der Sahne dann verzieren. Ich glaube, jetzt habe ich alle so einmal getroffen, hoffentlich. Und ihr seht, es ist wunderschön geworden. Wir lassen jetzt den Guss natürlich noch etwas anziehen. Und dazu könnt ihr ihn auch gerne noch mal kalt stellen oder gerade einfach so stehen lassen, damit sich da nichts verschiebt. Und in der Zeit werden wir uns die Mandelblättchen rösten und danach können wir dann die Torte aus dem Ring holen, wenn sie schön abgekühlt ist und der Guss angezogen hat, und sie final dekorieren. Einfach gerade immer so ein bisschen hin und her rütteln und vielleicht auch mal wenden, vorsichtig, bis sie so leicht goldbraun werden und anfangen zu duften. Und ihr seht, da werden einige schon braun, deswegen mache ich jetzt auch aus, mir reicht es so. Ich röste sie immer relativ hell ab. So auf einen Teller umfüllen, damit sie nicht weiter in der Pfanne garen. Für die Dekoration können wir in der Zwischenzeit auch unsere Sahne schon steif schlagen, mit etwas Sahnefest und Zucker nach Belieben. Erst anschlagen und dann einrieseln lassen und festschlagen. Und hier können wir es jetzt auch wieder so machen, wie ich auch bei den letzten Torten schon gezeigt habe, dass wir die Sahne für den Rand jetzt nicht ganz so festschlagen, wie später für die Dekoration benötigt. So lässt sich der Rand besser einstreichen und später können wir dann nochmal für die Dekoration und fürs Spritzen die Sahne wirklich richtig fest aufschlagen. Der Guss ist schön angezogen und jetzt gehe ich vorsichtig hier mit dem Messer einmal rum und löse hier den Guss von der Seite. Und wir können uns das Herz aus der Form holen, vorsichtig. Vorsichtig lösen und rausholen. Sehr schön, da ist unsere Herztorte. Wirklich fantastisch geworden. Und jetzt werden wir uns die Torte an der Seite einstreichen. Einmal sind wir ringsrum, natürlich das Ganze noch schön glatt abziehen einmal, dann können schon die Mandelblättchen angegeben werden. Und das macht ihr so lange, bis ihr zufrieden seid, bis alles schön ausgearbeitet ist. Hier unten kann man noch die Platte so ein bisschen sauber machen dann auch. So ganz exakt muss das nicht ausgearbeitet sein, denn es kommen ja jetzt noch die Mandelblättchen dran. Es dient uns sozusagen nur als Kleber, die Sahne. Und wenn ihr überall schön was bedeckt habt, dann reicht das auch aus. Die Mandelblättchen einfach mit der Teigkarte vorsichtig an den Rand der Torte drücken. Die fallen immer so ein bisschen runter, das ist nicht schlimm. Die kann man dann nachher nochmal verwenden und wieder andrücken. Zwischendurch die runtergefallenen Mandeln wieder abnehmen, vorsichtig, und die kann man dann einfach woanders erneut andrücken. Und hier oben ist es etwas schwieriger, da kann man dann die flache Seite der Teigkarte verwenden. So, und wenn wir einmal ringsrum sind, dann können wir noch gucken, dass wir die Lücken, die noch irgendwo sind, noch schön ausfüllen und sie einfach bis zu unserer Zufriedenheit dekorieren. Das dauert etwas und dann machen wir uns hier oben an den Sahnerand. Los geht's, wir spritzen uns einen Schneckenrand oder was auch immer ihr wollt. Ihr könnt spritzen, was ihr mögt und was ihr könnt. Wunderschön sieht das aus, einfach weil es so der Form des Herzens so ein bisschen entgegenkommt. Jetzt muss natürlich auf der anderen Seite das genauso gemacht werden.
of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Wunderbar. Hier ist noch ein kleiner Fleck. Da spritzen wir uns jetzt einen Abschluss noch hin. Und unser Herz ist fertig und sieht einfach fantastisch schön aus. Sehr, sehr appetitlich. Und ich werde die Torte jetzt für euch probieren. So, auf geht's. Das Törtchen wird angeschnitten. Da kommt unser wunderschönes Törtchen. So, sehr, sehr lecker. Sie duftet sehr schön nach Himbeeren. Ich habe mir einen Kaffee gekocht, wie immer, und werde für euch probieren. Sehr gespannt auf dieses leckere Himbeerherz. Wunderschön. Tolle Schichten und die leckeren Himbeeren oben auf. Fruchtig, leicht. Traumhaft, leicht, fruchtig, nicht zu süß, schmeckt nach Himbeere, nach dem fluffigen Biskuit. Also, oh mein Gott, Lieblingstorte. Könnte nicht besser sein zum Valentinstag. Das war das Himbeersahneherz für den Valentinstag 2023. Und ich hoffe, ihr backt diese wunderschöne Torte für euren Lieblingsmenschen einmal nach und macht ihn damit glücklich. Vielleicht ja auch zum Geburtstag oder zu einem anderen Anlass. Muttertag ist ja auch nicht mehr weit entfernt. Ich freue mich natürlich wie immer über eure Fotos dann auf Facebook und auf Instagram. Die Links dazu findet ihr wie immer hier unten in der Infobox direkt unter dem Titel des Videos. Und ja, vergesst bitte auch nicht, mir einen netten Kommentar zu hinterlassen mit vielleicht einem neuen Tortenwunsch. Und vergesst auch bitte nicht, den Kanal zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Jeden Sonntag gibt es hier um 10 Uhr ein neues Torten- oder Kuchenvideo. Und deswegen sage ich viel Spaß beim Nachbacken. Bis nächste Woche, bleibt gesund und bis bald. Tschüss!